Hallo und willkommen in meiner Küche. Endlich gibt es heimischen Spargel. In diesem Video zeige ich, wie ich eine Waffel mit Spargel mache. Es ist nicht schwer und lässt sich gut für Gäste vorbereiten. Zunächst wird der Waffelteig gemacht. In einen Topf habe ich eine Milch-Wassermischung gegeben sowie Butter. Dazu kommt eine Prise Salz. Alles wird zum Kochen gebracht. Wenn die Milch wie hier aufkocht, nimmt man den Topf vom Feuer oder man stellt, so wie ich, die Hitzezufuhr ab und gibt das bereits abgewogen bereitstehende Mehl auf einen Schwupp in die noch kochende Flüssigkeit. Dann rührt man alles mit einem Löffel unter. Ein Schneebesen funktioniert nicht. Dabei ist es wichtig, das Mehl nicht löffelweise einzuarbeiten, sondern wirklich mit einem Mal in die Milch zu kippen. Alles wird dann unter kräftigem Rühren vermischt. Und natürlich wird es zunächst Klümpchen geben. Man muss einfach beharrlich weiterrühren, bis eine kompakte, möglichst homogene Masse entstanden ist. Wenn ihr euch jetzt den Topfboden anschaut, seht ihr, dass er ganz sauber ist. Jetzt muss dieser Teigkloß noch einmal erhitzt werden. Die Hitzezufuhr wird also nochmal angestellt bzw. der Topf wieder auf den Herd gesetzt. Dann wird der Teig unter ständigem Rühren weiter erhitzt. Hier kann man auch nochmal sehr schön sehen, wie sauber der Topfboden ist. Hier und da zerreibe ich auch noch weitere Teigklümpchen. Ich habe das absichtlich nicht herausgeschnitten, denn wenn mir das passiert, wird es euch wahrscheinlich auch so gehen und ihr sollt sehen, dass das vorkommen kann und es kein Beinbruch ist. Wenn ihr jetzt auf den Teigboden achtet, seht ihr, dass dort eine Mehlschicht ansetzt. Das bedeutet, dass die Stärke ausreichend verkleistert ist und der Teigkloß kann vom Feuer genommen werden. Jetzt gibt man den Teig in eine bereitstehende Rührschüssel. Dort muss er abkühlen, weswegen ich ihn mit dem Löffel ein wenig zerstoße, damit die Hitze besser entweichen kann. Abkühlen heißt nicht, dass er kalt sein muss. Die Masse muss lediglich unter 40 Grad abkühlen. Wenn man die Wärme mit dem Fingerrücken also gut aushalten kann, ist das ausreichend. Mit dem Mixer kann man den Teig auch einmal kurz durchrühren, damit er noch schneller abkühlen kann. Sobald die Masse entsprechend abgekühlt ist, können die Eier einzeln eingearbeitet werden. Ein Ei wird hinzugegeben und untergerührt. Wie ihr sehen könnt, passiert hier noch nicht sehr viel. Die Masse sieht immer noch sehr krümelig aus, obwohl das Ei gleichmäßig eingearbeitet ist. Anschließend wird das zweite Ei hinzugegeben und untergerührt. Nun bildet sich ein dicker Teigbatzen, der nicht von den Schlägern fällt. Der Teig hat erst dann die richtige Konsistenz, wenn er schwer reißend vom Löffel fällt. Das dritte Ei wird hinzugegeben. Der Teig muss erst noch von den Schlägern gelöst werden, bevor weiter gearbeitet werden kann. Das dritte Ei lässt sich ebenso problemlos einarbeiten. In der Schule mussten wir früher für das Einarbeiten der Eier einen Kochlöffel nehmen, was eine ziemlich blöde Arbeit war. Jetzt werden die Spritzer am Rande der Schüssel noch einmal in den Teig zurückgegeben, wieder untergerührt, damit auch ja alles gut verteilt ist und der Teig für die Waffeln ist fertig. Hier habe ich geschälten Spargel, der leider unterschiedlich dick ist. Die dickeren Spitzen werden zunächst mit etwas Salz, Butter und 3 Esslöffeln Wasser unter einem Deckel angeschwitzt. Nach 1 bis 2 Minuten werden sie gewendet und der dünnere Spargel kommt nun hinzu. Bei geringer Hitze lässt man alles langsam schmoren, bis der Spargel weich ist. Etwas Schnittlauch wird in feine Röllchen geschnitten und zur Seite gestellt. Das Waffeleisen für belgische Waffeln wird vorgeheizt, zur Sicherheit etwas eingebuttert und dann kann der Teig eingefüllt werden. Dazu verwende ich einen Eiskugelportionierer von 4,5 cm Durchmesser, damit ich immer ungefähr die gleiche Menge habe. Es werden 2 Kugeln nebeneinander gesetzt, sodass die rechteckige Form ausgefüllt wird, wenn das Gerät geschlossen ist.
Die Backzeit betrug bei meinem Gerät 5 Minuten. Das wird sicherlich von Gerät zu Gerät verschieden sein. Die Zeit kann dazu genutzt werden, 2 Spiegeleier zu braten, denn die gibt es auch noch auf dem Spargel. Man kann auch Rührei oder ein pochiertes Ei machen, jeder so wie er mag. Die Waffel ist fertig und wird auf einen idealerweise vorgewärmten Teller gegeben. Auf die Waffel werden 2 Scheiben gekochter Schinken vom Metzger eures Vertrauens verteilt. Dabei lasse ich eine Ecke der Waffel frei, damit man sie auch später noch sehen kann. Auf den Schinken kommt der Spargel sowie die Butter, in der er geschmort wurde, darüber hinaus etwas von dem klein geschnittenen Schnittlauch. Zum krönenden Abschluss kommt noch das Spiegelei obendrauf, und zwar möglichst so, dass das Eigelb mittig auf der Waffel zu liegen kommt. Verziert wird nochmals mit etwas Schnittlauch und fertig ist das Essen. Schnell noch ein Foto fürs Album und dann kann endlich gegessen werden. Mein Mann muss immer als Voresser herhalten und zeigen, wie es geht. Die Waffel lässt sich sehr leicht zerschneiden und hat keinen dominanten Geschmack, sodass die feinen Aromen von Spargel und Schinken gut zur Geltung kommen. Das noch weiche Eigelb des Spiegeleis verbindet alles. Man kann dieses Essen auch als Vorspeise reichen, dann müsste es aber von der Portion her halbiert werden, denn als solche wäre es wohl den meisten zu mächtig. Vielleicht probiert ihr es ja einmal aus. Hier habe ich das Rezept aufgeschrieben und lese es wie immer vor, damit es auch übersetzt werden kann. Spargelwaffeln. Teig für 5 bis 6 Waffeln. 75 Milliliter Milch, 75 Milliliter Wasser, 75 Gramm Butter, eine Prise Meersalz, 90 Gramm Mehl, 3 Eier der Größe L, 3 Stangen Spargel pro Waffel, Butter, Salz, 2 Scheiben gekochter Schinken pro Waffel, ein Ei pro Waffel, Schnittlauch zum Verzieren. Viel Spaß beim Nachmachen und wie immer guten Appetit!